In diesem Video möchte ich einmal mit dir darüber sprechen, dass es bei Creative Market keine Freebies mehr gibt. Ja, das war doch immer schön, ne? Jede Woche Montag flatterte in unsere Mailbox eine E-Mail von Creative Market und da waren 6 schöne Freebies drin, mal mehr, mal weniger brauchbar, aber wir konnten sie zumindest nutzen, um, das hatte ich hier auch schon im Video, damit komplett unser Geschäft aufzubauen. Ja? War einfach möglich. Ne? Weil wir konnten die Produkte nutzen, wir konnten dann mit einem Affiliate-Link auf die Produkte verweisen. Haben wir hier auf dem Kanal schon drüber gesprochen. Ich verlinke das Video hier mal. War sehr hilfreich und ich hoffe, du hast ja eifrig gesammelt. Ne? Wenn du das nämlich getan hast, dann sind diese Freebies natürlich alle noch in deinem Account und die kannst du natürlich auch immer noch nutzen, um damit ja Produkte zu erstellen in Videoformat und die dann natürlich auch zu posten. Du darfst das Ganze nicht kommerziell nutzen. Das heißt, wenn du Tutorials darüber machst und zeigst, wie man das Produkt nutzt und dann mit einem Affiliate-Link versiehst, ist das in Ordnung, weil das ist ja im Sinne von Creative Market, ne? Die möchten ja, dass ihre Produkte beworben werden. Wenn du aber hingehst und das fertige Produkt verkaufst, dann musst du natürlich eine kommerzielle Lizenz haben. Ja, jetzt haben wir leider nicht mehr die Möglichkeit, uns Freebies zu schnappen und diesem Geschäftsmodell zu frönen. Ja, jetzt gibt es mal hin und wieder ein Freebie. Also ich habe noch gar keinen genauen Ablauf festgestellt. Eigentlich sollte 1 pro Woche kommen, aber irgendwie vielleicht habe ich es auch verpasst, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese schöne E-Mail jede Woche Montag, die kommt leider nicht mehr. Dafür gibt es jetzt bei Creative Market eine Mitgliedschaft. Du kannst für einen gewissen Betrag pro Monat, und ich sage hier ganz bewusst einen gewissen Betrag, weil ja, der wird sich wahrscheinlich noch ändern, eine gewisse Anzahl an Produkte herunterladen und die zusammen mit deinen Credits bezahlen. Und daraus kannst du natürlich wieder eigene Sachen erstellen und die natürlich auch kommerziell nutzen. Bitte schau dir einmal die Mitgliedschaften bei Creative Market an. Also, wenn du auf Creative Market gehst, dann findest du immer noch einen Menüpunkt, der heißt Free Assets, also freie, kostenlose Designsachen. Und da findest du auch immer noch ein paar Freebies drunter. So fair wollen wir sein, die gibt es immer noch und die kannst du natürlich auch runterladen. Aber es ist natürlich nichts mehr im Vergleich zu der wöchentlichen 6 Freebie-E-Mail. Ja? Wenn du aber auf Creative Market dann auf Plans and Pricing klickst, dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, für ein relativ kleines Entgelt monatlich dir Downloads zu erkaufen, also Credits zu erkaufen. Also im Moment, ich sage ganz bewusst im Moment, wie ich eben sagte, das wird sich alles wahrscheinlich noch ändern, gibt es 200 Download-Credits für $19,95. Im Moment ist das gerade sozusagen auf Sale, die kosten sonst $25, aber irgendwann kosten sie wahrscheinlich auch wieder $25. Es gibt auch 300 Credits für $29,95 oder sogar 500 für $49,95, also je nachdem, was du da brauchst. Und dann hat ein Produkt eben immer eine gewisse Anzahl an Credits und die kannst du dann mit deinen Design Assets kaufen, also mit deinen Credits kaufen, die du vorher über deine Mitgliedschaft eingekauft hast. Es ist eigentlich eine faire Sache. Und ja, natürlich, die müssen auch Geld verdienen, ne? Logisch, und die Designer natürlich auch. Für uns war das natürlich schön mit den Freebies, nicht wahr? Gerade so, wer anfängt, ne? Der hat das wahrscheinlich genossen, erst einmal Freebies zu sammeln und aus denen irgendetwas zu erstellen. Aber ganz ehrlich, es waren natürlich nicht die super Freebies, die man da bekommen hat. Ja, also manchmal konnte man sie gebrauchen, manchmal auch nicht. Manchmal waren da schöne Sachen drin, manchmal eben auch nicht. Ja, dann hat der Designer natürlich nur so ein kleines Päckchen zusammengestellt als Freebie, verständlicherweise natürlich. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, ne? Für gerade einmal, ich sage ganz bewusst gerade einmal, $20 im Monat, zumindest im Moment, gibt es 200 Credits und dafür kann man ja schon einiges kaufen. Ne?
Und das ist natürlich auch nicht so schlecht. Wir kaufen damit ein hochwertiges Produkt und überlegen vielleicht zweimal mehr, was wir da alles mitmachen können. Ich weiß, in einer Zeit, wo eh alles teurer wird und eh alles mehr wird, wollen wir vielleicht nicht unbedingt noch Geld ausgeben für irgendwelche digitalen Produkte. Aber bitte so nicht denken. Denn wenn du dir damit dein Geschäft aufbaust, dann sind es nur $20 im Monat. Und du kannst das natürlich auch jederzeit wieder canceln. Ne? Es ist ja keine Notwendigkeit, da jetzt jahrelang eingeschrieben zu bleiben. Ne? Aber Geld zu bezahlen für etwas, was jemand erstellt hat, der da sehr wahrscheinlich viel Zeit mit gebraucht hat, um das zu erstellen, naja, das ist ja eigentlich nur fair, oder? Deswegen, ich würde sagen, wir bezahlen das gerne, wenn wir dafür hochwertige Produkte bekommen. Und aus diesen hochwertigen Produkten können wir hoffentlich, na, sagen wir mal, aus einem Produkt kannst du vielleicht 5 Videos machen oder vielleicht auch nur 3, ist nicht schlimm. Und diese 3 Videos werden dir auf Jahre hoffentlich Geld bringen und dann wiederum lohnt sich das. Deswegen bitte nicht sofort ad acta legen und nie wieder zu Creative Market gehen. Schau dir einmal an, wie das aussieht. Ich habe da auch einen Shop, ich verlinke den in der Infobox. Ich finde das immer ganz wichtig, einfach mal zu zeigen, was man so hat, was man kann und vor allen Dingen auch, wie viel Mühe darin steckt, wenn wir für andere Designer Produkte erstellen. Ich hoffe, du fandest das Video hilfreich und du bist jetzt überzeugt davon, doch nochmal bei Creative Market vorbeizuschauen. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und vergiss den Like-Button nicht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.